Der jetzige Güterbahnhof wird als solcher nicht mehr benutzt. Der ist schon seit, ich glaube, 20 Jahren außer Funktion. Es gibt immer noch diverse Gleise, die hier liegen, auch Schotterflächen. Und in der Tat haben sich in den letzten 20 Jahren etwa hier umfangreiche Reptilienbestände gebildet, also vorwiegend Mauerdechse. Das ist ein Idealhabitat für die Mauerdechse, diese Schotterflächen, diese offenen Bereiche, niedrige Vegetation, viel Insekten, Nahrungstiere, idealer Zustand, dass sich hier die Mauerdechse ansiedeln konnte. Wir gehen davon aus, dass hier schätzungsweise zwischen 4.000 und 8.000 bis 10.000 Mauerdechsen da sein werden. Man muss sich so vorstellen, dass der gesamte Bereich, wir reden von etwa 10 Hektar Fläche, wird komplett entnommen, also Oberboden, Schotter wird entnommen, sämtliche Gleisanlagen werden entnommen. Das heißt, es ist eine riesengroße Baustelle und wir als Bahn beachten ja den Artenschutz. Das heißt, die Eidechsen müssen vorher behandelt werden. Behandelt heißt in dem Fall, sie müssen das Baufeld verlassen. Das tun sie nicht aktiv, also werden sie quasi von uns umgesiedelt. Im Regelfall werden die Tiere mittels Angel, also Schlinge, gefangen. Das heißt, wird die Schlinge um den Kopf des Tieres gezogen und dann das Tier eingefangen. 1:0. Ziel ist es einfach, über den Kopf zu ziehen und dann Richtung Schwanzende schnell anzuziehen, damit sich die Schlinge zusammenzieht. Hängt die Kleine da drin, zappelt etwas und beißt mich. Jetzt ziehen wir hier einfach den auf, die Schlinge. Und wenn sie loslässt an meinem Finger. Aber das ist auch, das tut auch nicht weh. Das ist nur so, dass man, wenn man das erste Mal gebissen wird, dann erschrickt man sich halt so ein bisschen. Aber es ist eigentlich ja, völlig okay. Zack. Genau, so fängt man Eidechsen. Also wir arbeiten jetzt hier mit solchen kleinen Stippangeln und da haben wir jetzt diese geflochtene Angelschnur mit einer einfachen Schlinge dran, so dass die sich festzieht, wenn man da anzieht, wenn man das dem Tier über den Kopf und dann zieht sich das fest. Und das Gute ist bei den Tieren, die haben halt durch ihre Schuppen schneidet das auch nicht ein. Also das ist wirklich eine schonende Sache, dass man die Tiere sehr gut mit dieser Schlingenmethodik fangen kann. Und dann kann ich hier einfach das aufziehen, zack, und das Tier rausholen. Aufgrund der hohen Anzahl an Tieren haben wir uns hier eine Sondermethode einfallen lassen. Wir arbeiten hier mit der Bechermethode. Was wir gemacht haben, ist diese Installation Ende März von diesen Bechern. Wir haben 1500 Becher hier, die markiert sind, dass wir sie finden. Über einen Tag, während der Aktivität der Mauereidechsen laufen die herum, fallen diese Becher. Und was wir am späten Nachmittag machen, dass die Kollegen, die dann hier unterwegs sind, die kommen her, ziehen den Becher, den Innenbecher raus, nehmen die Tiere raus, die drin sind, bestimmen die, ob das ein Männchen, ein Weibchen ist, ob das subadulte, vorjährige Tiere sind. Wir haben jetzt noch keine Jungtiere. Und machen diesen Becher wieder rein, notieren, das wäre jetzt der Becher 874. Und wenn da zum Beispiel ein Männchen drin wäre, wird das eben notiert, sodass wir genau wissen, in welchem Becher haben wir wo, an welchem Tag, welche Individuen gefangen. Und freitags, nachmittags, wenn geleert wird, wenn die fertig sind mit Leeren, dann liegen überall diese Hölzchen. Dann werden einfach die Hölzchen reingesteckt und das bedeutet, dass am Wochenende, wenn wir nicht leeren, Tiere, die reinfallen, ganz einfach an diesem Hölzchen wieder rausklettern können, sodass übers Wochenende hier oder an Feiertagen keine Tiere in den Fallen sitzen und nicht rauskommen. Und wir müssen einfach dann jetzt gucken, wenn es jetzt immer wärmer wird, dann reicht es auch nicht, dann nur nachmittags rauszugehen, sondern dann gehen wir auch dann vormittags und mittags raus. Weil wir einfach davon ausgehen, wenn jetzt die Temperaturen deutlich zulegen und viele Tiere gefangen werden, dass wir dann auch die Tiere mindestens zweimal am Tag rausholen, dass sie nicht zu lange sitzen bei hohen Temperaturen. Wir haben 2 Ersatzlebensräume finden können. Zum einen die Feuerbare Heide, zum zweiten die Gäubahn. Das sind alles Bereiche, die etwa im Bereich von bis zu 10 Kilometer Entfernung hier aus dem Abstellbahnhof sind oder liegen.
Der Lebensraum der Gäubahn wird dadurch ausgezeichnet, dass es erst einmal eine Bahnfläche ist. Das heißt, wir haben da schon mal eine ganz wichtige Hürde genommen, dass es eben eine Fläche ist, über die die Bahn auch verfügen kann. Darüber hinaus ist die Gäubahn deswegen interessant. Es sind sonnenexponierte Böschungen oder Hänge. Man spricht auch von einem trockenwarmen Lebensraum. Da kommen schon Mauereidechsen vor in geringer Zahl. Und durch diese Aufwertungen, dass wir noch mehr trockenwarme Lebensräume geschaffen haben, können wir eben diese hohe Zahl von knapp 10.000 Tiere auf die Gäubahn bringen. Und es ist unser Plan, dass alle Tiere aus dem jetzigen Güterbahnhof, zukünftigen Abstellbahnhof, dass die alle an die Gäubahn umgesiedelt werden. Je mehr Tiere wir umsiedeln, umso kostengünstiger wird es auch ein Stück weit. Unsere Berechnungen liegen zwischen 2.000 bis 4.000 € pro Individuum Eidechse. Wir haben hier auf der Feuerbacher Heide versucht, einen typischen Mauereidechsenlebensraum nachzugestalten. Im Prinzip war hier vor eine Wiese und jetzt hat man hier mehrere 10.000 Tonnen Gestein angefahren, Steinwälle errichtet, um eben diesen Lebensraum für die Eidechse nachzustellen. Das heißt, wir reden hier von einem recht grobkörnigen Gestein im Bereich des Fußes der jeweiligen Mauerwelle. Obendrauf ist ein etwas feinkörnigeres Material ausgebracht worden. Insgesamt dient dieser künstliche Lebensraum als Möglichkeit, dass die Eidechse hier überwintern kann. Sie kann auch ihre Eier ablegen. Sie findet Futtertiere in Form von Insekten, die an den Pflanzen dran sind. Das heißt, die Eidechse hat hier insgesamt einen Sekundärlebensraum bekommen, also einen Ersatzlebensraum bekommen, der für die Art ideal geeignet ist. Ich gehe durchaus her und schaue mir die Vegetation an, schaue mir die Wälle an und vor allen Dingen schaue ich mir die Eidechsen an, ob die gesund sind, wie viele Tiere da sind. Das ist so dieses Nebenberufliche, diese Leidenschaft an den Tieren, am Artenschutz. Auf die Feuerbacher Heide haben wir in 2 Jahren, also in 2017 und 2018, insgesamt 3.200 Mauereidechsen umgesiedelt. Die Umsiedlungen der Eidechsen an der Feuerbacher Heide sind im Großen und Ganzen abgeschlossen. Was wir noch machen, ist das begleitende Monitoring. Das heißt, die Tiere werden nach wie vor noch begutachtet, ob es ihnen auch gut geht, ob sie gesund sind und auch ob die Zahlen stimmen. Ich möchte behaupten, dass die Deutsche Bahn insgesamt und speziell hier auch das Projekt S21 das Thema Artenschutz wirklich ernst nimmt. Es ist klar, es ist eine Auflage aus den Genehmigungsbescheiden. Das heißt, wir müssen diese Aufgabe lösen, egal ob Eidechse oder Vogel oder Säugetier, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass auch unser Team Umwelt und auch die Projektleiter hinten dran stehen und sagen, ja, wir machen das. Nicht nur aus dem Zwang heraus, sondern eben auch aus dem Willen heraus, dass eben den betrachteten Tieren kein Schaden zugefügt wird. Die schönsten Momente an meiner Arbeit sind, wenn tatsächlich, wie hier im aktuellen Beispiel, die Eidechsen wirklich umgesiedelt worden sind. Dass man sagen kann, das Baufeld ist baufrei, alle Tiere sind weg und sie haben einen neuen Lebensraum bekommen. Ganz am Schluss vom Tag muss ich auch gut einschlafen können. Und wenn Eidechsen wirklich gut umgesiedelt worden sind und die Tiere sind alle von A nach B gekommen, ohne Schaden zu nehmen, ist es, wo ich sagen kann, am Ende vom Tage gute Arbeit geleistet und den Artenschutz tatsächlich gewürdigt.